Son of a southern man, daughter of a free man, children of the Civil War. Blackbird on a limb, both of them diving in deeper than they've been before. And down a red dirt path, covering their tracks, strangers in the light of day. Can't fight it, can't stop, and if they get caught, it's gonna be hell to pay. So baby, auch im Jahr 2022 haben wir von GA wieder das Modell Poison zum Testen bekommen. Wir haben letztendlich hier einen doch mehr oder minder unveränderten Wing zu dem Zwischenmodell in 21. Es gibt so kleine Detailänderungen wie zum Beispiel ein Patch aus Neopren, was hinter der vorderen Griffschlaufe angebracht ist. Klar, wir haben eine ausreichend lang dimensionierte Leash, die ist aber mit einem dünnen Bungee-Seil jetzt versehen und nicht mehr mit Gurtband ummantelt. Das ist insgesamt halt angenehmer, wenn man es um die Hände sich mal wickelt. Die Griffschlaufen sind allerdings halt von ihrer Form und ihrer Größenordnung mehr oder minder unverändert. Die vordere Lenkschlaufe ist weiterhin ein klein wenig länger gezogen, ist sehr angenehm zu greifen. Und auf der hinteren Hand hat man jetzt von dem Zwischenmodell, da hatten wir 2 Lenkschlaufen, jetzt erhöht auf 3 Lenkschlaufen. Von unserer Seite aus eigentlich überflüssig. Also 2 längere Schlaufen oder 3 hätten uns da insgesamt etwas besser gefallen. B- und entlüftet wird über ein klassisches Standardventil und zusätzlich kann die Fronttube mit einem extra Ventil entlüftet werden. Das Öffnen dieses Ventils ist nicht unbedingt notwendig, da hier der One-Pump-Schlauch ganz gerade gehalten ist und damit auch das Entlüften sehr schnell geht, wenn man nur das Hauptventil öffnet. Als Flugtuch haben wir weiterhin ein Triple Ripstop Material und die Fronttube und die Querstrut sind aus einem etwas festeren Dacron Material gestaltet. Die Abrisskante hat eine einfache Tuchdopplung. Schön sind die weiterhin sehr stabilen Verstärkungselemente aus einem schweren Gewebematerial. Diese Verstärkungen befinden sich an allen wesentlichen entscheidenden Stellen, wo es mal scheuern oder aufschlagen kann. Im Unterschied, wir haben zum Vorgängermodell jetzt hier ein Gewicht von 2,6 Kilo gemessen. Bei einer Winggröße von 5,2 Quadratmeter. In der Anströmkante haben wir weiterhin ein mitteltiefes Profil. Die Tuchstraffung ist im Gegensatz zum Vorgängermodell in 21 eher etwas schwächer geworden, sodass wir hier wieder doch deutlich erkennbare Diagonalfalten erhalten. Da GA insgesamt nicht im hochpreisigsten Segment unterwegs ist, sondern eher günstig ist in seiner Wing-Klasse bei den Allroundern, kann man auch über diesen kleinen oder die 1-2 kleinen Makel bei den Fältchen hier auch drüber hinwegsehen. Die mittlere Strut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und von der Formgebung ist auch das leichte V im Vergleich zu dem Vorgänger geblieben. Wie schon in den vorherigen Tests vom GA Poison beschrieben, haben wir ein völlig unproblematisches und einfaches Handling. Der Wing schwebt sehr schön mit, er lässt sich einfach drehen. Das ist nicht bei jedem Wing der Fall und macht insgesamt keinerlei Nicklichkeiten oder Komplikationen. Ist halt definitiv völlig stressfrei. Dazu bietet er einen wirklich sehr schönen Lift, wie gesagt, aufgrund seines gleichmäßig hohen Grundzuges, sodass man auch gut auf kleinere Boards halt, also deutlich unter 80, 90 Liter raufkommt. Und auch bei sehr wenig Wind, also wir haben hier eine Grenze bei 85 Kilo für den 5.2er mit 90 Liter und 1500er Flügel bei 11 bis 12 Knoten gemessen.
Die Lenkschlaufen lassen sich von ihrer Größe und Konsistenz auch im Winterbetrieb halt, also mit Handschuhen, noch ausreichend gut greifen. Man muss aber ganz klar sagen, dass da die Entwicklung natürlich nicht stehen geblieben ist. Länger gezogene Schlaufen, die etwas dünner sind, machen da insgesamt halt mehr Sinn und sind halt etwas flexibler von ihrer Anwendung. Gerade weil wir halt hier nicht in der Karibik sind, sondern auch ab und zu mal bei kühleren Temperaturen rausgehen wollen und da brauchen wir nun mal Handschuhe. Nichtsdestotrotz ist die Lenkreaktion direkt genug, auch in unterschiedlichsten Windbedingungen, bei viel Wind oder bei sehr wenig Wind in Verdrängerfahrt, hier den Wing ruhig zu steuern. Er bleibt hier auch weiterhin im Vergleich stets recht brav und einfach beherrschbar. Also gerade Einsteiger, für die ist es halt ein wirklich einfach zu handhabender Wing. Beim Vorgängermodell haben wir noch eine gute Beschleunigung und eine gute Endgeschwindigkeit attestiert. Das muss man jetzt auch wieder in der neuen Saison natürlich weiterhin in Relation sehen. Die Wings haben sich dementsprechend verändert, die anderen Mütter haben auch schöne Töchter. Die Entwicklung geht sehr schnell, schreitet sehr schnell voran, sodass wir hier jetzt bei dem Ergebnis nur noch auf gute bis befriedigende Werte in diesem Bereich kommen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass andere Hersteller es besser geschafft haben, eine Tuchstraffung umzusetzen, die ein Flattern der Abrisskante vermeidet. Dadurch entsteht halt weniger Widerstand, weniger Drag, von dem wir immer sprechen. Und das macht sich natürlich auch in der Endgeschwindigkeit und in dem gesamten Verhalten bemerkbar. Und gerade durch den Vergleich mit auch allen anderen Herstellern muss man natürlich halt jeden einzelnen Wing halt nochmal neu bewerten, auch wenn er letztendlich mehr oder minder unverändert ist. Schauen wir über die insgesamt vielleicht etwas nicht ganz optimale Tuchstraffung hinweg. So haben wir eine gute bis befriedigende Profilstabilität. Das neue Material, was im letzten Jahr eingeführt wurde, also das steifere Dacron-Material, kann hier auch bei stärkeren Windbedingungen den Wing jederzeit so stabilisieren, dass wir hier keine Kontrollprobleme haben. Zudem hat der Poison einen großen Sweet Spot, also er passt sich halt auch selbstständig bei böigen Windbedingungen ganz gut an, sodass er hier einfach zu handhaben ist. Betrachten wir das gesamte Manöverhandling, so kann er durchaus weiterhin für sich punkten. Er hat halt von Tip to Tip eine gute Ausbalanciertheit. Nur bei sehr viel Wind, da kommt das dann irgendwann so leicht ins Wanken. Und auch die Hinterkante sinkt hier nicht ab, sondern ist halt schnell frei. Das Profil liefert auch wirklich da einen durchgehenden gleichmäßigen Auftrieb. Man kann ihn bei Halsen einfach an der vorderen Schlaufe leicht führen. Da schwingt er von alleine halt in die richtige Position, wodurch das Erlernen von Manövern auf jeden Fall schon mal sehr leicht ist. Und auch im Gegensatz zu anderen Wings, die dann eher dazu neigen, dass die Hinterkante halt, dass man in die Hinterkante hineinfährt, das haben wir hier ehrlich gesagt gar nicht. Also da bleibt er schön frei und neutral. Außer bei Backmanövern, da merkt man dann die Profiltiefe, die eigentlich zur Abrisskante etwas mehr wird, dass da das Ganze schwerer zu kontrollieren ist. Und auch bei schnellen Manövern gegen den Wind ist natürlich halt der Drag durch die flatternde Hinterkante auch im Vergleich zu den modernsten und neuesten Wings heute ein bisschen bremsend. Nichtsdestotrotz ist das alles immer eine verlässliche Geschichte ohne irgendwelche Nervereien und Stress. Man hat hier wirklich durchgehend eine gute und schöne Kontrolle bei diesem GA Poison. Wenn man jetzt in den Grenzbereich, wo es um Performance geht, kommt, dann ist dieses Gesamtkonzept halt dann irgendwann doch auch ein bisschen erschöpft.
Springen ist ja einfach häufig, oder die Qualität beim Springen ist häufig eine Frage der Gesamtkomposition. Also wie schnell ist der Wing und auch wie schnell ist der dazugehörige Flügel unter dem Board. Das ermöglicht natürlich halt eine gewisse Absprunggeschwindigkeit, die dann dafür sorgt, dass man hohe Leistung erzielen kann. Da der Poison jetzt hier nicht die absolut höchste Geschwindigkeit bereit ist herzugeben, eignet er sich halt optimal beim Springen mit Flügelgrößen von 1200 bis 1500. Flügel, die im Bereich des Mid-Aspekt liegen, wie Fanatic Aero oder Axis BSC Serie. Das sind halt Flügel, die hier in der Kombination dann die bestmögliche Leistung bieten und dann auch den grundsätzlichen gegebenen Lift des Poison auch optimal umsetzen können. Also ein extrem schneller Flügel bringt hier ehrlich gesagt nicht unbedingt so viel, also ein schnelles Foil, da diese Geschwindigkeit vom Wing nicht zu 100% umgesetzt werden kann. Im Vergleich der Around Wings kann man hier aber durchgehend von guten Leistungen sprechen. Blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do no harm. Insgesamt können wir feststellen, dass der GA Poison als grundsolider Allround-Wing daherkommt, der in allen Bereichen einsetzbar ist und immer jederzeit gut zu kontrollieren ist. Er eignet sich besonders für Einsteiger durch ein unkompliziertes Handling, gerade auch in kritischen Situationen oder wie man hier sieht, einfach zu Spielereien, weil er einfach genug Lift bietet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch einen Wing, der mehr oder minder in der dritten Generation nur wirklich ganz kleine, feine Änderungen über sich ergehen lassen musste, was im wirklich schnellen Wettbewerb des Wingfoilens in der momentanen Zeit natürlich irgendwann dazu führt, dass man da halt nicht mehr ganz State of the Art ist in diesem Bereich. Hier bieten mittlerweile halt andere Wings im auch Allround-Bereich mehr Präzision, wirklich das Gefühl der 100%igen Genauigkeit in den Manövern und auch was die Leistung beim Springen angeht, da geht dann einfach nochmal einen kleinen Ticken mehr, sodass es auch nochmal verlässlicher ist für den einzelnen Fahrer oder die Fahrerin. Wer allerdings halt auf das letzte Quäntchen Performance verzichten möchte oder verzichten kann, für den ist der GA auf jeden Fall eine preiswerte Alternative zu den teilweise heute auch schon sehr kostspieligen neueren Modellen am Markt. Dementsprechend bleibt er von unserer Seite auch in diesem Jahr immer noch empfehlenswert, allerdings halt auch natürlich mit dem klaren Hinweis, dass GA hier auch in dem Bereich, was die Lenkung angeht, also die Lenkschlaufen, Profilstraffung und dergleichen, insgesamt doch ein bisschen mehr tun muss, damit man auch weiterhin vorne in diesem Business mitspielen kann.